48 Stunden Grenzenlos Camp und einen Blockhüttenabend. Ich bin hergekommen, um was Neues zu erleben, um Dinge zu erleben und zu tun, die mich aus meiner Komfortzone rausholen. Ich hoffe, durch dieses Wochenende, durch diese intensive Arbeit, durch die Grenzen, die wir austesten und vielleicht auch überschreiten, selber noch ein bisschen weiter an mir zu wachsen. Es hat sich jetzt nicht angefühlt wie 48 Stunden. Ich hatte das Gefühl, ich war jetzt eine Woche hier. Mindestens. Es waren ja eigentlich nur 2,5 Tage, aber gefühlt viel, viel länger, weil du halt so wahnsinnig viel erlebt hast. Ich habe mehr erlebt, als ich sonst in einem Monat wahrscheinlich tue. Vor allem emotional. Es waren gute Gespräche, es waren super Sessions. Mit Atemtechniken, mit Meditation, mit Bewegung. Und natürlich dem Höhepunkt Eisbaden im Staffelsee. Also meine größte Grenze dieses Wochenende war das Eisbaden. Tatsächlich, also ich bin sehr dankbar, dass wir es als Gruppe gemacht haben, weil ich es sonst nicht geschafft hätte. Es war wirklich hart, vor allem auch so lange drin zu bleiben. Es war einfach nur unglaublich kalt und dann da 2 Minuten drin zu sein. Ich wollte die ganze Zeit nur weg und raus und ins Warme. Das war meine größte Grenze, aber ich bin stolz, dass ich es geschafft habe. Und ich werde es auch wieder tun. Für mich sind die Sachen, die mich wirklich an Grenzen bringen, definitiv eher die Bereiche im mentalen Bereich, auf der einen Seite, auf der anderen Seite sicher auch irgendwo im emotionalen Bereich. Natürlich gibt es körperliche Grenzen und Sachen, die wir uns nicht zutrauen an Aktivitäten. Und die spielen hier in diesem Camp auch eine Rolle. Die sind aber eher als Zugang gedacht für Grenzen, die entweder wir uns selbst im Kopf setzen oder die durch Emotionen, die wir ganz tief drin in uns versteckt halten, ausgelöst werden. Was ich sehr toll fand an der Stelle war definitiv die Erfahrung mit den Atemtechniken, was wir am Samstagvormittag gemacht haben mit der Wim Hof Technik. Das ist was ultra intensives, was ich mir alleine nicht vorstellen könnte zu machen. Umso toller war das Erlebnis, weil das war jenseits von allem, was ich mir jemals vorher hätte stellen können, dass ich mal mache im Leben, und es ist eine uneingeschränkt positive Erfahrung gewesen und eine, die ich gerne wiederholen würde. Abgeschlossen haben wir den Samstag mit einer schönen Yoga-Session, nochmal Bewegung zum Runterkommen. Wir haben die Energie des Monauer Mooses und die Berge drumherum wirklich aufgefressen, aufgesaugt mit einer Runde Jogging zum Sonnenaufgang. Und dann waren wir oben in den Bergen und sind Schneeschuh gewandert, haben diese Energie über den Dingen stehen tatsächlich aufgenommen und auch die Sachen, die wir besprochen haben, die uns bewegt haben, aus dieser Perspektive von oben mal betrachtet. Es hat mich definitiv an meine Grenzen gebracht, teilweise über meine Grenzen hinaus. Und ja, ich fühle mich echt sensationell. Ich kann es nicht anders sagen. Alle haben es geschafft, alle haben es durchgezogen und das jetzt wiederum kräftefrei und bewusstseinfrei für, hey, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich auch diese anderen Grenzen auszutesten. Es ist schwer, das in Worte zu fassen, weil es war wirklich eine einmalige Erfahrung, die ich so vorher in meinem Leben noch nie gemacht habe. Ob körperlich, emotional. Ich fühle mich unglaublich bestärkt und wahnsinnig glücklich einfach nur. Es fühlt sich rund an, es fühlt sich gut an und es ist eine sehr schöne Erschöpfung, aber so eine positive Erschöpfung, die man gleich irgendwie was Produktives umsetzen möchte. Ich spüre eine Stabilität und innere Ruhe.